Du redest vom Jupp, ich bin ein bisschen so. Sie sind mein Lieblingstrainer und das wissen Sie. Es gibt niemanden im Fußball, der mir näher steht als Jupp Heynckes. Ist ganz einfach ein außergewöhnlicher Mensch. Jupp ist ein Menschenfänger. Wann immer wir ihn gebraucht haben, ist er zu uns gekommen. Jedes Mal, wenn er wieder zum FC Bayern kam, war er besser als davor. Bei Bayern München hat er großartige Arbeit geleistet. Für mich war es ein großer Glücksfall, dich kennengelernt zu haben. Er war halt wie eine Vaterfigur. Er wusste, wann er wen in den Arm nehmen muss. Für jeden Spieler hat er sein eigenes Gespräch, dass jeder sich wohlgefühlt hat. Jeder war glücklich mit ihm. Jeder Spieler wird sagen, Jupp Heynckes ist ein fantastischer Mensch. Insgesamt sehr, sehr viel Respekt vor seiner Lebensleistung. Er ist einfach Weltklasse. Es war ja immer seine Stärke, dass er mindestens so viel Zeit, wie er auf dem Trainingsplatz mit den Spielern verbracht hat, anschließend in persönlichen Gesprächen, entweder in der Kabine oder irgendwo mit den Spielern gesprochen hat. Man hatte immer den Eindruck gehabt, er kam, hat die Hand aufgelegt und die Mannschaft ist gelaufen, und zwar so schnell, dass wir dann anschließend nur noch gewonnen haben. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass er unglaublich gut gearbeitet hat. Er war wahnsinnig fleißig. Ich kenne ihn ja schon seit über 50 Jahren und war immer sauber, immer korrekt, immer ehrlich, hat seine Meinung immer vertreten. Also es hat sehr viel Freude gemacht, mit ihm zusammenzuarbeiten. Ich bin stolz, dass ich mit solchen Trainern gearbeitet habe, weil es eine Glück, wenn du auf deine Karriere auf solche Trainer treffen. Er kam aus einem Vorortverein von Mönchengladbach und ich von einem Amateurverein auch aus Mönchengladbach. 1961 fingen wir bei Borussia Mönchengladbach an, Vertragsspieler zu sein, mit 160 Mark im Monat. Ich habe dich immer bewundert, wie du in dieser hektischen Fußballwelt immer die Ruhe bewahrt hast, die Übersicht und dann immer die richtigen Entscheidungen getroffen hast. Es war eine unheimliche, tolle Zeit mit Ihnen, auf dem Trainingsplatz und auch außerhalb. Und wir haben das gekrönt dann auch noch mit der Champions League, obwohl ich ehrlich sagen muss, für mich hat es viel mehr bedeutet, dass wir so eine gute Verbindung zueinander hatten. Und das ist eigentlich das Allerwichtigste und das bleibt am meisten hängen. Der ist einer derjenigen, von dem ich weiß, wenn ich ihn bräuchte, brauche ich gar nicht anrufen, der kommt von selbst. Er war schon ein feiner Fußballer, hat technisch einen schönen Fußball gespielt und ein außergewöhnlicher Trainer. 2011, 2012, als wir dann gegen Dortmund dann verloren haben auch, da haben Toni Kroos und mich mal so geschnappt und unsere Routine nach einem Länderspiel hinterfragt, ob wir uns denn da gut genug vorbereitet hatten auf das Spiel. Wir waren da anderer Meinung als er. Also da hat man diese Aura da auch auf diese Art und Weise gespürt, die er hatte als Trainer, und der Respekt war halt schon enorm groß. Ich habe es selber beobachten können, dass er eigentlich den ganzen Verein moderiert hat und eine Kultur geschaffen hat, die einfach besonders war. Und das ist eine Gabe, ich glaube, die gibt es nicht so oft, und das macht Jupp Heynckes aus. Diesen Blick, wer passt zu wem, und das hatte Jupp Heynckes, das hat man einfach gespürt. Man wusste als Spieler, er hat alles selbst auch erlebt, auf dem Platz, aber er hat auch schon alles in der Kabine erlebt als Trainer, und deswegen war das für mich ein unglaublich toller Trainer, und Mensch ist er auch bis heute ein unglaublich toller geblieben. Er hat genau gewusst, was wir brauchen als Mannschaft, um erfolgreich zu sein. Frank wird das auch wissen, wir müssen auch verteidigen da. Auch die Außenstürmer mit nach hinten und nach vorne, nach hinten marschiert. Und so sind wir als Mannschaft ja, immer marschiert, und das hat super funktioniert. Für uns war wir eine Papa, für Emotionen, auch für Spaß, auch für Leben, auch war top mit Jupp. Für mich war einer der besten Trainer, was ich habe gehabt, was ich habe gekannt auf mein Leben.
2004 war ich bei Jupp auf seinem Bauernhof. Da war er Trainer von Schalke. Habe ich 3-4 Stunden mit ihm geredet. Ich bin nicht nach Schalke gewechselt. Und dann später habe ich ihn erlebt als Trainer am Ende von der Saison, wo Klinsmann entlassen war. Als ich angefangen habe bei uns, er ist zu mir gekommen in mein Büro, hat sich vorgestellt, ich bin der Jupp Heynckes, da habe ich ihm gesagt, ich bin der Jan Dresen und dann haben wir einfach geredet. Und das, was im Raum besprochen wurde, ist erstens im Raum geblieben und galt. Bei Jupp Heynckes ist es ein bisschen wie bei Franz Beckenbauer, dass ihn neben seiner fußballerischen Leistung auch seine Menschlichkeit ausgezeichnet hat. Jupp Heynckes war immer ein Gentleman, er war immer höflich, zuvorkommend, auch in schwierigen Situationen. Aber jetzt zu dir, lieber Josef. Mein lieber Jupp. Alles Gute zum Geburtstag, 80 Jahre. Alles Gute. Ich würde mich freuen, wenn wir uns wieder mal sehen würden. Passt auf euch auf, du und deine Familie. Herr Heynckes, unser Trainer, ich wünsche ihm nur das Allerbeste, nur viel Gesundheit. Ich glaube, wir verstehen uns auch so ganz gut und sind auf einer Wellenlänge, nicht nur was den Fußball betrifft, sondern auch menschlich. Ich bedanke mich für das, was Sie mir gezeigt haben als Trainer, gelernt haben. Das werde ich nie vergessen. Nochmal sage vielen Dank für alles, was er für mich gemacht hat. Du kannst auf ein großes Lebenswerk zurückschauen. Hoffentlich sehen wir uns noch mal in Gladbach, so auf dem Bauernhof. Lass dich feiern im Kreise deiner Familie. Eine große Sause wirst du ähnlich machen. Wir wollten dir ein Riesenfest machen, aber du bist einer, der immer lieber da im Ruhigen feiert. Lieber Jupp Heynckes, alles Gute zu Ihrem 80. Geburtstag. Dass du noch viele gesunde Jahre erleben kannst. Du hast Großartiges für den Fußball geleistet, insbesondere für den FC Bayern. Alles Gute und hoffe sehr, dass wir uns bald mal wieder persönlich sehen.